Hallo und willkommen zurück zu Vampyr. Wir schauen uns jetzt hier natürlich noch um. Meine lieben Kinder, es tut mir leid, dass ich euch bisher nicht geschrieben habe, aber es schmerzt höllisch, allein diese paar verflixten Wörter zu Papier zu bringen. Macht euch keine Sorgen. Daddy kommt aus dem Krankenhaus, sobald die Ärzte seinen Arm heil gemacht haben. Wenn ihr bis dahin etwas braucht, geht zu Mr. Chadwick auf der Baustelle und sagt ihm, dass ihr Harvey Fiddicks Kinder seid. Erinnert ihr euch an Robert Chadwick? Der große Mann mit dem Schnurrbart, der mir letzten Frühling half, die Haustür zu reparieren. Geht zu ihm und bittet ihn um ein paar Schillinge. Er wird euch sicherlich helfen. Leider kann ich gerade nicht arbeiten, aber wir lassen uns etwas einfallen, wenn ich zurück bin. Keine Angst, wenn Daddys Arm wieder bei Kräften ist, wird alles gut. Wenn die Ärzte endlich meinen Arm geheilt haben, werde ich. Okay. Harvey Fiddick. Good evening, sir. I'm Dr. Reid. May I help you? I don't know if a third opinion is needed. Your colleagues are already arguing about my condition. I see. Would you mind telling me more about your situation? I'm Harvey Fiddick. All I want is to get me bloody arm fixed properly. Tell me about yourself, Mr. Fiddick. I'm just a regular guy waiting to get his arm fixed, so I can return to work and to my family. I was more curious about what you were doing before being hospitalized. I'm a carpenter, and a good one too. But that means I need both arms to feed my family, Dr. Reid. Are you satisfied with your treatment here? Well, it's clear that I've chosen a bad time to be injured. Forgive my bluntness, but you seem overwhelmed by cases of the flu. I won't lie to you about it. I'm afraid we are. Are you sure you don't want to operate yourself, Dr. Reid? I have the feeling you're very capable. And your colleagues seem to think so too. In other circumstances, you would be right. But for now, I don't think I can take on the responsibility. My apologies. Mesmerisieren? Warum sollte ich denn den jetzt mesmerisieren? Ach so. Tell me about the doctors who are arguing about your case. Strickland and Aykroyd. They both want the best for me, but there's a lot of pride there. Doctors are no different from carpenters, it seems. What do you mean? I often had professional arguments with rivals on a building site. Difference is I disagreed about wooden nails, not flesh and bones. You seem worried about the safety of your family. And it's obviously the reason why your wound troubles you so much. I cannot give up on my children now. They both need me living. What about their mother, if I may ask? She died in 1915 during one of the first Zeppelin raids. We never found her body. Okay. Tell me more about the death of your wife, Harvey. 1915. I was in the army, building workshops for the Royal Flying Corps. Helen was happy I wasn't sent to the front. What happened? The Germans sent Zeppelins to bomb the construction site, but they missed their target. My wife was bringing my dinner when the bombs fell. Ei. How are your children after losing their mother? They were smaller then. The only good thing about this is my Helen didn't bring them with her that night. I'm sorry for your loss. So many died during the bombings. I served in France and witnessed the carnage there. I would like to say that she didn't suffer. Truth is, I have no idea. I just know that I'm all that me kids have. Poor little bleeders. Okay. Goodbye for now, Mr. Fiddick. I'll see you later. My sweet girl. Wir werden ihn jetzt nicht mesmerisieren. Also, wir können ganz offensichtlich hier einfach jeden aussaugen, wenn wir das wollen. Ich habe zwar gesagt, wir machen das natürlich... Da ist noch jemand. Wo bist du? Ah, hier bist du, die Crane. Ja. Still more coming. Good evening, sir. Good evening, Doctor. I believe we're going to be working together. Dr. Reid. Dr. Swansea informed us of your arrival, but I could not dare to believe we'd have such good fortune. Such an honor, sir.
Thank you. And you are? I am Thoreau Strickland, Dr. Thoreau Strickland. I'm a great admirer of your work, Dr. Reid. Please, could you tell me something about yourself? I'm a great admirer of your work concerning blood transfusion, Dr. Reid. I run my own experiments. I'm convinced it's the future. I based my technique on my mentor's research. He helped me perfect my method. What is yours? I'd rather not talk about it. For now, it's just theories and first approach. My process is purely experimental and unsuccessful. As long as you're cautious and methodical, you may remain empty-handed, but you won't fail. You're not the first one to warn me, but I am convinced knowledge is the main weapon against the ravages of this epidemic. What made you choose to be a doctor? I'm not ashamed to admit you and your work have inspired me. I am honored to have the opportunity to work by your side. Manche Leiden bringen nichts. It's always a pleasure to share scientific and medical knowledge with someone eager to learn. I'll be glad to help you if I can. This epidemic may be the century's most terrible disaster, but I'm convinced that we, as doctors, are the only ones able to defeat it. What can you tell me about the Pembroke? Well, it has always been an honor to work with Dr. Swansea. But with your arrival, I can't think of a better opportunity to learn about blood transfusion. You seem quite optimistic. It's a rare and precious attitude in these difficult times. I'm convinced that this epidemic is a test of endurance and dedication for us men of science. Questions remain about our capacity to resolve the situation. True, true. Last summer, during the first wave of the epidemic, I used to joke with Milton about the extra work. We're not smiling now. Do you need help with anything in particular? Well, yes, maybe. I'm waiting for a batch of products I ordered for my personal research, yet my supplier seems to have vanished. Do you want me to play the errand boy for you? Oh no, Dr. Reid. But if you went personally to his shop, what with your reputation and all, he wouldn't dare to refuse the products I need. I see. Well, give me the address, for I may pass by if I have time. Okay. Hier war jetzt nichts weiter, ne? Nee. Brauchen wir erst noch Hinweise. Tell me more about your willingness to experiment with new medical techniques. Harvey Fiddick is a patient suffering from a severe injury that could cripple him if not treated correctly. I'm convinced your blood transfusion technique could help him. What is it you really want? To save him, or to prove your point? Fair question. I want nothing but to save my patient, Dr. Reid. Especially since I know Mr. Fiddick's story. Tell me Mr. Fiddick's story. Our first diagnosis was compromised because Mr. Fiddick lied to us about the real origin of his injury. He first claimed it was an accident. But why would he hide such crucial information from us? Because he is a proud father, ashamed of putting his children at risk because of his own negligence. Okay. This personal involvement could also appear to be a lack of impartiality. You must know that a good surgeon must remain neutral. I agree. But that does not excuse Dr. Ackroyd's behavior, a man who did not even take time to converse with his patient. Do you think keeping his distance was a mistake? All I know is that I'm taking care of human beings with desires, hopes, and fears. Not some biological machine comprised of blood, bones, and flesh. Okay, den mag ich. Irgendwie. Das ist nichts Neues. Oh, Goodbye, Dr. Strickland. Okay. As for me, what a blundering idiot. Mir stellt sich gerade die Frage. Was ich als nächstes tue. Mir stellt sich gerade die Frage, wie ich es vermeide, dass ich doch den Großteil hier mag. Schnauze, ich rede. Und trotzdem, also ich muss es irgendwie vermeiden, weil ich will ja auch einen Teil von denen essen. Good evening, Mr. Fiddick. Good evening, Dr. Reid. Das ist nichts Neues.
Tell me about your injury, Harvey. Why do you feel so guilty about it? My wife died because of me. And now I may lose everything because I've been careless enough to hurt myself. What an arsehole. You can't hold yourself responsible for your injury, Mr. Fiddick. Unless you tried to hurt yourself. Of course I didn't hurt myself. But I can't work until my arm is fixed. My children need to eat, Doctor. How could your job be responsible for your wife's death? I was working a double. She went out to bring me a hot meal and got caught in a German bomb raid. Okay. Tell me about... Strickland, What do you mean? I often had profession... Okay, sonst... Are you Well, I won't... are you sure? In other circumstances... Tell me... I'm just a I was more... I'm a carpenter. Ja. Hier sitzt sonst gar nichts Goodbye weiter. for now, Mr. My sweet girl Okay. reads me like a book. Du bist? Ich... Never could keep anything from her. Fertig? Ah ja, das ist wieder die Crane. Ach, die sehen ja alle gleich aus. Oh, guck mal hier mal. Sonst mal hier mal rein. Guten Tag, guten Tag. Good evening. I'm Dr. Reid. Can I help at all? No, Really? Why are you here then? I don't want to talk. My throat hurts too much. I suppose that this pain is the reason you're here. Is someone taking care of you? Yes. And no. Could you at least tell me your name, sir? Mortimer. Mortimer Goswick. Okay. How painful is your throat, Mr. Goswick? So painful I'd rather not talk at all, Doctor. Wir müssen miteinander kommunizieren. Ja, also komm. I'll let you get some rest then. I'm alright. Don't waste your time with me. Nee, ich will... Ich dachte... Good evening, Mr. Goswick. I'm okay. Tell me about I don't want to talk, Doctor. Sag mal, how pain... So painful. I'm sure you realize a doctor and his patient have to communicate, sir. Would it help if I gave you some paper and a pen? Not really. I see. Then maybe it's not just your throat that hurts, Mr. Goswick. Perhaps your sore throat is just the consequence of something more hurtful. Yes, maybe. But I don't want to talk or even write about it now. aha. Okay. I have to go now, sir. But don't hesitate to contact me if you need any help. Good evening, sir. Doctor. Good evening, madam. Can I help you? It's my son who needs you, sir. I'm Dr. Jonathan Reid. How can I help your son? I'm Beatrice Goswick, mother of Mortimer Goswick. Could you check on him, please, Dr. Reid? I've heard much of your talents as a physician. What can you tell me about yourself, Mrs. Goswick? Not much to say. Just take care of my Mortimer and I'll cover all the expenses. That's all that matters. Are you really that rich? Most of the patients here are of a more humble origin, if I may say so. Yes, thanks to my husband. May he rest in peace. I can cover any needed medical expenses. May I ask if you have an occupation, Mrs. Goswick? I'm a teacher by profession. I teach young women who are more ambitious about their futures than their families. What do you think of your reception here? Any complaints? I have had the uttermost reservations about this hospital since we arrived. But we had no other choice, considering the state of emergency. Is there something in particular that's bothering you? Some of the staff were not especially welcoming. I suspect they're not accustomed to dealing with patients of such social standing. Oh. Du Tussi. Tell me more about your arrival at the Pembroke Hospital. What gave you such a bad first impression? The ambulance driver was quite rude, for a start. And that nurse, Miss Hawkins, seems to have quite a dubious attitude. What do you mean? She managed to secure a bed for my son despite the epidemic. It was a relief, but it wasn't cheap. Oh. She charged you for a bed? Yes, and I paid without question, considering the urgency of the situation. I share your concern, Mrs. Goswick.
Be sure that I'll talk to the people involved. I don't expect compensation, Dr. Reid. But I'm aware such behavior would not be tolerated in other hospitals. Okay. Goodbye, Mrs. Goswick. Okay. Das ist Strickland. Unbekannter. Ist noch jemand Unbekannter? Good evening, sir. I'm Dr. Reid. I believe we're going to be colleagues. Reid? Yes, I've been informed about your arrival. I'm Waverly Ackroyd. Welcome aboard, I suppose. Does my arrival inconvenience you in some way, Dr. Ackroyd? Let us just say that I don't particularly share Dr. Swansea's enthusiasm for hiring you. What we need here are reliable professionals, not overrated dabblers. Sag mal, geht's dir noch ganz gut? Okay, Ackroyd, den merken wir uns dann erstmal. If you have a problem with me, Dr. Ackroyd, please feel free to tell me. Dr. Swansea has imposed your presence on this hospital without asking anyone's advice. The benefit of his position. But I don't agree with it. I know we've never met before, but I believe this hospital could use all the help it can get. You will agree with that, I'm sure. Oh, but I have heard about you, Dr. Reid. Of course, you can't say the same about me, since I have not wasted my time courting the press. Sag mal, also, das hat ja Konsequenzen jetzt hier. Weißt du, du bist ein Pisser. Aren't you too old for such jealousy? It really won't do you any good, you know. Don't be ridiculous, Dr. Reid. A simple glance is enough for me to know you have nothing for me to envy. Tell me, Waverly, what do you think of Dr. Strickland's enthusiasm for his experimental research? Strickland is playing with his patients' lives for pride and glory. Now that, sir, is unethical. Are you thinking about something in particular? Harvey Fiddick needs delicate surgery. I believe we should stick to the usual procedure, but my young colleague obviously disagrees. Why do you wish to lead this surgery? I strongly believe that Mr. Fiddick should not be butchered to test an unproven procedure. Ich vertraue Ihrem Urteil, sehr entweder Folgen gerade stellen. Other people may say that's too conservative a point of view. Conservative? And what are you going to say to Mr. Fiddick if he loses his arm because of the operation? Because that's what's going to happen if the surgery is a failure. And are you not afraid that your rivalry with Strickland may be blinding you? Rivalry? I guess you could call it that. But I will never be childish enough to let my personal feelings affect my judgment. Since your tenure in this hospital is longer than mine, perhaps you can tell me more about this place. Let's just say I'm tired of the carelessness around me. I have always respected the skills of Dr. Swansea, but over time his enthusiasm has become displaced. Carelessness? Exactly what are you talking about? We're here to save lives. The people who trust us are not volunteering for experimentation. They're here to be healed. I don't intend to run any radical experiments, Doctor. Even if I, as any good practitioner should, express an interest in pushing the boundaries of medical research. Modern medical methods were created through audacity and ego. But there are rules in our line of work, and they're here to protect our patients. I don't know what you've heard about me, but I have already proved my value as a practitioner. I don't question your skills, Dr. Reid, but your motive. Is it money, fame, or are you truly dedicated? And what exactly is that supposed to mean? I served in the war just like you. But unlike you, I did not use the wounded to play the modern sorcerer. Be careful what you insinuate, Dr. Ackroyd. I only want you to admit you used those men to improve your theories.
Sag mal, was ist denn das für ein Typ? Also den essen wir auf jeden Fall früher oder später, den merken wir uns. This is ridiculous. My blood transfusion technique saved many lives, and you know it. You see? That is exactly what I hate about people like you. You avoid this kind of accusation instead of facing reality. It seems you have bad memories of your military service. I refuse to see this industrial slaughter as scientific progress. War only reveals the worst in men. We can at least agree on something, Dr. Ackroyd. Okay. Thank you for your time. We'll talk later. Komischer Typ, ey. Hier, Pippa. Good evening, Nurse Hawkins. Good e- How would you... It's serious. The flu... Achso, das ist das. Das haben wir ja schon. Okay. Wir können sie also nicht danach Goodbye, fragen, Nurse Hawkins. dass sie Geld genommen hat, um... Achso, ich dachte, hier blinkt was. Wir können sie nicht danach fragen, dass sie Geld genommen hat für das Bett. Schade. Wer bist du? Ich kenne dich auch noch nicht. Good evening, sir. So it is true. The famous Dr. Reid has joined us. I can't think of any better news during these terrible times. Do we know each other? Actually, yes. We met once before, at the Rockefeller University in New York. Dr. Tippett, yes, I remember. I was assisting Professor Carell in his research about coronary bypasses. He had nothing but praise for you. He was also very confident about your future. And look at you now. Eminent surgeon and blood transfusion specialist. Mhm. What is the Pembroke Hospital situation? And please, speak freely. This hospital is not exactly the best of London. I'm sure you are used to working in a better environment. It's more than enough. In any case, the personnel of a hospital are much more important to me than the building. Don't be misled by appearances, Dr. Reid. This hospital does not lack talented people. It just lacks hope. What can you tell me about the staff in the hospital? Some are really good, and others are not so good. But during this troubled period, there is no time for slander. I prefer to focus on the positive character traits. Tell me more about cherished people, then. Nurse Brannigan is a pearl. She is the most helpful and dedicated nurse I've ever worked with. A clever and cheerful woman. You really seem to admire her skills. I'll go even further. If she was a man, she would be a damn fine practitioner. Okay. Any opinion about the management? I don't always agree with Dr. Swansea's reserve, but I must admit he does all he can to keep this facility running during this crisis. Ah, yes, the burden of command. I was fed up with this concept while serving as a medical officer. Don't get me wrong. Swansea's a good administrator. I just wish he would get out of his office down again. Mhm. Okay. Goodbye, Dr. Tippett. Gut. Den kennen wir also schon von früher. Was zu? Dr. Swansea. Den sein Office gehen wir später mal. Ich würde gerne hier nochmal ganz kurz gucken. Ob noch irgendwas ist, aber hier ist glaube ich nichts. Was ist denn oben? Nichts. Okay. Ganz kurz. Hier ist wirklich tatsächlich nichts. Können wir wahrscheinlich erst später hin. Wer bist du? Das ist
Dr. Tippett. Pippa. Okay, da ist zu. Das ist das Büro von Dr. Swansea. Das heißt, wir können eigentlich nur nach hier. Da ist nichts. Da ist zu. Eine abgenutzte Säge. Und interessant. Thomas Elwoods Patientenakte. Zustand genesend. Anmerkung: Das Gesicht des Patienten ist durch einen Bombentreffer im Krieg stark verbrannt und entstellt. Selbst unter dem Einfluss stärkster Beruhigungsmittel verursachen ihm die Wunden laut eigener Angabe regelmäßig starke Schmerzen. Es sei, als ob die Flammen noch immer unter der Haut brennen, sagt er. Untersuchungen des Narbengewebes geben keinerlei Aufschluss auf Entzündungen, Infektionen oder Schwellungen. Die Narben sind in Ordnung. Könnte es ein Fall fortdauernder Nervenschädigung sein? Der Patient gibt sich unentwegt selbst die Schuld an seiner Entstellung. Leidet er vielleicht am Überlebensschuldsyndrom? An Phantomschmerz, der sich als Bestrafung dafür manifestiert, dass er nicht gemeinsam mit seinen Kameraden den Tod gefunden hat? Das ist natürlich möglich. Gin. Und ein kleines Fläschchen. Okay. Ein kleines Fläschchen. Da ist zu. Das ist Dr. Tippets. Das ist wahrscheinlich unser Büro. Hier ist sonst nichts. Ja, nichts. Dann gehen wir. This must be the place. It's definitely away from prying eyes. Relegated to the shadows. A kingdom of my own. At least I won't be sleeping in a coffin. Wobei ich das auch schon wieder gefeiert hätte. Aluminiumpulver. Da ist nix. Was ist das? Verehrter Jonathan, Schwester Dorothy hat auf meine Weisung hin ein Büro für Sie im 1. Stock eingerichtet. Bitte entschuldigen Sie die dürftige Ausstattung, doch das Pembroke Hospital ist keineswegs das Ritz. Es tut mir auch leid, dass Sie das Büro alleine suchen müssen. Ich muss noch etwas schlafen, bevor ich weiterarbeite. Ich bin eben nur ein Sterblicher. Ich habe zusätzlich verordnet, man solle Sie etwas ausruhen lassen und niemals Ihren Raum betreten. Sie können ohne Störungen tagsüber schlafen und ohne Verdacht zu erwecken nachts arbeiten. Ich fürchte, hier ist alles etwas unordentlich, aber wenigstens können Sie hier Ihre Experimente selbstständig durchführen. Ihnen wird das offene Fenster mit dem Gerüst davor auffallen. Es ermöglicht Ihnen jederzeit unbemerkt im Krankenhaus ein- und auszugehen. Ich kann mir kaum vorstellen, wie fürchterlich neu und verstörend all das für Sie sein muss. Glauben Sie mir, ich habe genug über Ihre Spezies geforscht, um zu verstehen, was Sie nun durchmachen und fühlen müssen. Ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, um Sie bei dieser Prüfung zu unterstützen. Seien Sie versichert, dass Sie mit alledem nicht allein dastehen. Ich bin froh, Sie in dieser finsteren Zeit getroffen zu haben. Unsere zukünftige Zusammenarbeit wird sicherlich bedeutende Früchte tragen. Willkommen in Pembroke, geschätzter Kollege. Wir sollten uns bald unterhalten. Mit freundlichen Grüßen, Edgar Griffith Swansea. PS, ich habe Ihnen einige Notizen über meine Entdeckungen über Econ dagelassen. Sie können sie lesen, wenn Sie eine Orientierungshilfe brauchen. Verwenden Sie dieses Wissen aber nicht, um mich zu übervorteilen. Okay. The flower's dying. It needs water. Aber wir haben doch eine kleine Flasche, können wir das nicht hier abfüllen? Artikel über Econ. Es ist eine seltene Gelegenheit und beinahe ein Privileg, sich einem Vampir zu nähern, ihre faszinierenden physischen und psychologischen Merkmale mit wissenschaftlichen und rationalen Augen zu betrachten. Dies sind ein paar der interessantesten Fähigkeiten, die ich persönlich beobachtet habe, während ich mir die letzten 10 Jahre Vampire oder Econs, wie sie sich selbst nennen, befragt habe. Okay. Ich lese es nicht erst vor. Übernatürliche Geschwindigkeit. Mesmerismus. Schmerz. Bei Mesmerismus steht da, man könnte auch eine schmerzhafte Erinnerung löschen. Gespür für Blut.
Wer es lesen möchte, ja, kann das gern kurz auf Pause machen. Eine Glasfiole. Mhm. Da können wir arbeiten. Da können wir nicht raus. Da können wir schlafen und das... Ach so. Ich verstehe es nicht ganz. Warum wir... Also erstmal, ich finde diese Anspielung auf Life is Strange sehr schön mit der Pflanze. Ich kann hier nicht raus. Ich finde das voll doof. Naja. Genau, wir wollen das hier, wollen wir analysieren. Das ging ja super. Okay. William Bishop's blood is much more unstable than human blood and shows extensive mutation. But this is not what happened to me. I must keep on searching. The sun is about to rise. I can feel it. I'll continue tomorrow night. I have so much time now. The flower's dying. It needs water. Ja, aber kann ich ihr denn kein Wasser geben? Moment mal, habe ich denn kein Inventar oder so? Habe ich doch. Proben und Inhaltsstoffe will ich nicht. Ich wollte hier Schmiermittel. Ach so. Bleiplatte. Bleistab. Bleistange. Das sind Waffen. Questgegenstände hier. Flasche mit Alkohol. Ein einfacher, aber wertvoller Ehering, der Clay Cox gehörte. Ich habe tatsächlich seinen Ring mitgenommen. Hm. Fehlende Inhaltsstoffe, begib dich zur Apotheke. Ach so. Okay. Der leidet an Erschöpfung. Uns fehlen hier noch 3, die wir noch nicht kennengelernt haben. Haha. Hier können wir doch mit Sicherheit. Rüsten wir das hier mal aus. Beil, Knüppel, Sense. Machete haben wir. 15 Ausdauer 20, 65 Schaden. Die ist ja ganz schön langsam, ne? Clays Beil. Ach Gott, wir haben ja alles von dem noch einstecken. Das ist ja unfassbar. Aber wir können hier tatsächlich kein Wasser aufbringen. Nun gut, das ist ja ein netter Kumpel, der hier mit bei uns bleibt. Wir setzen uns aufs Bett. Und jetzt können wir ja noch ein bisschen was pushen. Das ist alles noch gesperrt. Wir hätten jetzt noch Blutsperr, Schattennebel. Das Klauen finde ich ganz gut. Körper. Erhöht deine Gesundheit, erhöht deine Ausdauer, erhöht deine Blutkapazität. Biss. Okay. Ich würde gerne Biss erstmal lernen. Das sind A300. Bleiben wir erstmal. Ja. Wir nehmen das beides erstmal ganz kurz. Oh, jetzt haben wir hier drüben auch noch was freigeschalten. Aha.
Aha, aha, aha. Gerinnung. Klingt ja an sich ganz spannend. Ich würde dann trotzdem jetzt erstmal hier noch auf die Richtung gehen. Erhöht deine Blutkapazität. Gesundheit, Ausdauer. Wir erhöhen mal ganz kurz die Gesundheit. Und die Blutkapazität. Und unsere Blutaufnahme. Oh, was haben wir jetzt hier? Anzahl der Kugeln, die wir tragen können. Schattenschleicher. Umschaltbar, du verbrauchst Ausdauer, um in den Schatten zu verschwinden und für die meisten Feinde unsichtbar zu werden. Oh, das ist natürlich spannend. Das ist natürlich jetzt richtig spannend. Ich würde trotzdem gern... Das noch nicht. Ich würde gern hier nochmal die Ausdauer erhöhen. So. Das kostet alles, glaube ich, 300, ne? Muss kurz gucken. 500 sogar. Okay. Das machen wir dann später. Wir bestätigen hier einmal die folgende Nacht. In jeder... Oh. Ich wollte eigentlich einen Cut machen. In jeder Nacht beeinflussen deine Taten und deren Konsequenzen den Gesundheitszustand der Bezirke. Er kann sich auch dadurch verschlechtern, dass sich Krankheiten unter den Bürgern ausbreiten. Je mehr Leben du nimmst, desto schlechter steht es um einen Bezirk. Wenn der Gesundheitszustand eines Bezirks unter die kritische Grenze fällt, versinkt der Bezirk im Chaos. Du entscheidest über das Schicksal eines Bezirks. Oh, doch nicht so viel! Der Zustand hier ist schon bedenklich. Der Zustand ist stabil. Ach, krass. Okay. If I'm to stay here until my research is complete, I'd better learn to hide my true nature from the mortals. But what about my thirst for blood? I'm not one to make wait, Doctor. I've patients to attend. Ist ja gut, Schatzi. Egal, wir machen einen kurzen Cut. Es ist, also... Ich beende jetzt für heute auch diese Aufnahmesession, sage ich mal. Ich finde das Spiel bis jetzt ganz spannend. Ich finde es spannend, wie viele Möglichkeiten es gibt. Und auch gerade das jetzt mit diesen Bezirken, dass wir, ja, wir können die kaputt saugen, ne? Also wir könnten theoretisch so ein richtiger Assi sein und einfach an dem Bezirk die Stützen wegsaugen und alles wegsaugen. Ja. Lasst mir auf jeden Fall Kommentare da, wie ihr dieses Spiel findet. Ob ihr gerne mehr davon sehen wollt. Ich werde garantiert noch ein bisschen was aufnehmen davon und entscheide dann halt, je nachdem, ob ich es bearbeite und ob ich es euch zeige. Aber mir macht es bis jetzt relativ viel Spaß. Es wird, wenn wir das Ganze als Let's Play machen, wird es wieder ein Endlosprojekt, ihr kennt das. Ja, es ist ähnlich wie bei Kingdom Come Deliverance, würde es dann auch so laufen, dass ich es eher privat spiele und euch einfach mitnehme, euch aber nicht versichern kann, dass dann jeden Tag eine Folge kommt. Ja, das ist einfach zeitlich nicht machbar. Je nachdem, lasst mir Kommentare da, wie ihr es findet. Bis dahin sage ich danke fürs Zuschauen. Macht es gut. Ciao.